Stell dir vor, ein Flug, der sich anfühlt wie eine private Wohnung hoch über den Wolken. Genau das ermöglicht Etihad Airways mit The Residence. Ich habe es ja bereits angekündigt und im heutigen Video ist es endlich soweit. Wir fliegen die einzigartige 3-Zimmer-Suite im Oberdeck des Airbus A380 mit Wohnzimmer, Schlafzimmer mit Doppelbett und privatem Badezimmer mit Dusche. Außerdem geht es für mich natürlich immer darum, die beste First Class der Welt zu finden und ob die Residence noch besser ist als die Suiten von Singapore Airlines, das finden wir heute heraus. Viel Spaß! Sorry Leute, ich muss mich einmal noch ganz kurz melden, bevor wir richtig loslegen. Aber schon mal Entwarnung, in diesem Video ist kein Placement. Würde mich freuen, wenn ihr kurz zuhört. Erstmal vielen Dank für das tolle Jahr 2025. Zusammen mit dem letzten Jahr waren das definitiv die krassesten Jahre meines Lebens. Ich habe wieder so viel gesehen und erleben können und so weiter und so fort. Also vielen, vielen Dank an alle, die die Videos schauen. Dieses Jahr habe ich ja auch meine Marke Beau Voyage gegründet, mit der ich auch soweit zufrieden bin. Mir ist es nur ganz wichtig, die Marke im nächsten Jahr so ein bisschen neu und auch nochmal anders, vielleicht auch noch besser aufzustellen. Und deswegen würde ich natürlich gern das Lager größtenteils leer haben. Vielleicht sucht der ein oder andere von euch ja auch noch ein Weihnachtsgeschenk. Bis zum 24.12. gibt es bei Beau Voyage schon mal richtig dicke Christmas-Rabatte. Wir haben den Rucksack für 119 Euro, wir haben den Hoodie für 50 Euro. Wenn ihr jetzt bestellt, kommt auch alles safe noch vor Weihnachten an. Das wird eigentlich immer innerhalb von 24 Stunden versendet. Und besonders cool, mit meinem Partner SweetSpot verlose ich unter allen Kunden, die bestellen, nochmal 2 500-Euro-Gutscheine für Hotels. Plus pro Person dann auch die Premium-Mitgliedschaft, die ich hier in den Videos ja immer bewerbe. Also SweetSpot, ne, kennt ihr ja alle. Alle Infos dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Also vielen Dank für euren Support und wir schauen uns jetzt mal an, was die Residence so kann. Viel Spaß. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen aus Singapur. Was geht ab? Ja, schaut mal hier. Sehr, sehr interessantes Hotel, wo ich hier genächtigt habe. Ihr habt es wahrscheinlich im letzten Video schon gesehen, wenn ihr euch das letzte Video angeschaut habt. Ich check jetzt aus und werde dann in 3 Stunden abgeholt. Dann geht es zum Flughafen. Hier ist es jetzt auch tatsächlich so, dass ich offiziell einen Etihad-Chauffeur kostenlos buchen konnte. Auf dem Hinflug bin ich ja in Paris gestartet. Da hätte ich das eigentlich eh nicht gebraucht, aber ich konnte ihn auch nicht buchen. Vielleicht war ich auch zu spät oder so, keine Ahnung. Auf dem Hinflug in Paris. Gut, ich habe da ja eher am Flughafen geschlafen, aber da konnte ich den irgendwie nicht buchen. Oder ich war zu spät oder so, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich freue mich sehr. Wir fliegen heute Etihad The Residence. Ich habe es ja groß angekündigt im letzten Video. Schauen wir mal, ob das vielleicht die beste First Class der Welt für mich wird. Ist ja quasi wirklich so eine kleine Suite mit 3 verschiedenen Räumen. Ich zeige euch das später alles. Wir starten aber direkt schon mit einer schlechten Nachricht in den Tag. Mein Flug hat 4 Stunden Verspätung. Das heißt, anstatt 19 Uhr fliegen wir erst um 23 Uhr irgendwas. Ob der Chauffeur dann noch anruft und sagt, er kommt später oder ob ich da dann 8 Stunden am Flughafen hänge, keine Ahnung. Ich melde mich und wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, ich glaube, los geht's. Da vorne steht mein Chauffeur. Dann wollen wir mal. Hello, how are you? Yes, yes, correct. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye, sir. So Leute, auf geht's. Oh, geiles Auto, ey. Schaut mal hier. Sorry? Are you with the long? Oh no, it's okay. Flight is delayed anyway, so I have more than enough time. So, das ist das Auto, habe ich alles? Ja. Ich wollte eigentlich noch ein Intro drehen, aber jetzt bin ich schon hier die haben mich schon abgeholt, hier Wahnsinn. Mal gucken, was jetzt passiert. Porter Crew, super Service. Thank you. Hallo, how are you? Ja, was soll ich sagen? Also die wussten auf jeden Fall, dass ich komme. Da war alles schon für mich angerichtet. Ich hatte innerhalb von 3 Sekunden meinen Boarding Pass. Und diese nette Dame wich dann auch erstmal nicht mehr von meiner Seite. Es ging durch die Passkontrolle und bis in die Lounge. Natürlich ein netter Service. So Leute, was geht? Ich bin jetzt mittlerweile angekommen hier in der Lounge, wo ich jetzt die nächsten 8 Stunden ein bisschen chillen kann. Weil Flug ist ja halt verspätet. Ich lache mich manchmal wirklich ins Fäustchen. Ne? Das ist so witzig. Ich bin jetzt gerade irgendwie 6 Leuten begegnet, die mich alle irgendwo hingebracht haben. Oh, Mr. Hi. Und man fühlt sich wirklich so, also die denken ja alle, man wäre der krasseste Multimillionär oder sonst was. So begegnen die halt einem und das finde ich irgendwie witzig, weil davon bin ich noch ganz schön weit entfernt. Ich habe zuerst mal ein paar Nachos, ich habe auch ein bisschen Hunger mitgebracht und dieser ganze... Ach, das ist alles schon wieder Quatsch hier. Ich wurde jetzt gerade auch so ein bisschen hier einfach reingeschmissen. Ich bin ja angekommen und direkt haben die beiden Brester auf mich gewartet, um mich dann einzuchecken und haben mein Gepäck genommen und so. Dann konnte ich gar kein Video mehr vor dem Flughafen aufnehmen. Das war ein bisschen schade. Dann sage ich auch nicht, ja sorry, ich muss hier nur kurz was abfilmen. Weiter geht's jetzt mit ein bisschen Chicken. Also die bringen mir hier eine Vorspeise nach der nächsten. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Also schaut mal hier. Dieser ganze Bereich hier ist einfach reserviert für The Residence. Irgendwie auch stumpf, ne, weil da sind halt nur 2 Plätze. Ich fliege jetzt heute sogar alleine, aber warum sind hier 6 Stühle?
Naja, ist ja auch egal. Jetzt kommt hier eine Vorspeise nach der nächsten. Oh, guck mal hier. Lecker, ne? Also Leute, guten Appetit. Ich werde jetzt erstmal die nächsten Stunden um die Ohren schlagen. Wir haben jetzt 17 Uhr. Mein Flug wäre eigentlich 19:20 Uhr. Jetzt fliegen wir 23:35 Uhr, also über 4 Stunden verspätet. Ich melde mich in 5 Stunden nochmal. Käsedip ist ganz gut hier von den Nachos. Ich fühle mich wie im Kino. Alles gesehen. Alles gesehen? Alles gesehen. Fast alles. So, die Deutschen sind natürlich wieder da. Ich wollte euch nur noch kurz sagen, hier, der Boarding Pass sieht sehr edel aus. Ne? Den wollte ich noch einmal kurz ansprechen, hier wenigstens. So, jetzt sehen wir uns aber wirklich erst kurz vor Boarding wieder. Ich unterhalte mich auch immer gerne und das mache ich jetzt erstmal. So Leute, ich bin jetzt mittlerweile am Gate. Das ist der Rainer. Wir fliegen jetzt Richtung Abu Dhabi. Ne? Das machen wir. Auf einen guten Flug. Ich befand mich natürlich längst schon wieder in Obhut der netten Dame, aus der Lounge abgeholt und bis in den Flieger begleitet. Leider hat mein Handy hier aufgehört zu filmen. Kleiner Nachtrag noch, mein Ticket von Singapur über Abu Dhabi bis nach München hat umgerechnet 4.400 € gekostet. Darin enthalten war halt der Residence-Flug und auch ein Business-Class-Flug nach München. Haben wir das auch geklärt. So Leute, was geht? Das war jetzt ein ziemlich abrupter Cut. Ich ärgere mich gerade über mich selber, aber Fehler passieren und manchmal kann man sie auch nicht rückgängig machen. Ich filme ja meistens, wenn ich reingehe, auch noch mit dem Handy. Nur irgendwie hat mein Handy nicht gefilmt. Und jetzt ist das alles weg. Es tut mir total leid, aber so wichtig ist es ja jetzt auch nicht. Ich bin da. Wahnsinn. Also das ist wirklich, ich fühle mich eigentlich schlecht, hier gerade zu sitzen. Man kann sich anders ausdrücken. Ich werde das einmal machen für dieses Video und danach auch nie wieder, weil es ist einfach too much, Digga. Es ist zu viel. Super nette Flugbegleiterin. Jetzt gibt es noch einen Arabic Coffee. Einen Champagner gibt es heute, mehr Alkohol nicht. Aber irgendwie gehört das, finde ich, in der First Class schon dazu. So ein bisschen, dass man wenigstens am Anfang mal den Champagner nimmt. Und dann fliegen wir jetzt gleich auch mal los. Also auf die Residence, die vielleicht beste First Class der Welt. Schauen wir mal. This is the Sony of Etihad and Giorgio Armani. Oh. I think you know it already. Ah, it's- It has the loungewear inside. I got you medium size. Okay. It's medium to large. Yeah. And the skincare, it's on request, but I just put everything for you. So Okay. you can enjoy the whole product. Thank you. You're welcome. Kleiner Nachteil, ich bin mittlerweile echt müde. Ich sitze jetzt schon 8 Stunden am Flughafen. Wir haben jetzt gleich 0 Uhr. Aber egal, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee, dann kriegen wir das schon hin. Ich habe am Flughafen 2 sehr nette Deutsche kennengelernt. Einmal den Rainer und dann eben auch noch einen anderen. Oh, Would you like to try? Yes, sure. I always enjoy Arabic coffee. Yeah? Yeah. Thank you so much. you can leave it there Okay, until yeah, it yeah. cools down or something. Eigentlich sage ich nie, dass ich ein Video mache, weil ich das auch wirklich immer sehr unauffällig mache. Aber die war mir so sympathisch. Ich habe einmal gesagt, ey, ich mache hier so ein bisschen so Filmchen. Fühl dich nicht gestört, ich filme dich auch nicht. Und sie meinte, ey, alles cool, ich kann dich auch filmen und so. Ich so, sehr nett, musst du nicht, alles gut, krieg ich schon hin. Wirklich sehr sympathisch. Auf einen entspannten Flug nach Abu Dhabi, 7 Stunden irgendwas. Ja, da komme ich dann mitten in der Nacht an. Super. Our cabin crew will now pass through the cabin. Okay Leute, wir sind gestartet und jetzt auch schon ein paar Minütchen unterwegs. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein, dass ich euch eine schnelle Roomtour hier gebe, weil ich muss wirklich sagen, es ärgert mich echt ein bisschen, dass wir so viel Verspätung hatten, dass es jetzt halt wirklich schon so spät ist, weil ich habe halt extra diesen Flug genommen, damit ich um 19 Uhr losfliege, damit ich auch noch fit bin fürs Video und so weiter. Und natürlich werde ich mein Bestes geben und das Video wird sicherlich auch cool, aber es ist natürlich besser, wenn man fit und nicht müde ist und dann ein Video drehen kann, anstatt jetzt mitten in der Nacht, aber halb so wild. Ich würde sagen, das hier ist ja jetzt quasi das Wohnzimmer. Das schauen wir uns später an. Was ich hier sehr, sehr cool finde, man hat halt wirklich quasi eine richtige Couch. Also nicht so wie auf dem Hinflug, da hatte ich ja dann den Sessel, der dann auch so ein bisschen in der Ecke war. Man konnte nicht so gut rausgucken. Hier hast du halt auf jeden Fall nochmal deutlich mehr Platz. Und man könnte hier auch perfekt gegenüber sitzen. Wobei das ging oder geht ja in der normalen First Class hier auch. Ich bin mal gespannt, wie die das gleich hier bedecken, wo das dann rauskommt, wo hier der Tisch ist. Naja, ja, jetzt haben wir ein bisschen Licht, aber
flackert dann ein bisschen. Also tut mir leid, dass es so dunkel ist. Und das hier ist das Amenity Kit, das ich bekommen habe. Und noch ein paar Parfums. So, hier haben wir die Couch von der anderen Perspektive. Das ist schon absolut witzig. Und jetzt passt mal auf, das ist doch wirklich, es ist einfach too much, oder? Du gehst hier dann nach hinten und hast hier einfach dieses, naja, ich sag mal, schon extrem große Bett. Ey, Wahnsinn, oder? Schaut euch das mal an. Warum gibt's sowas? Also wirklich. Ich weiß, das Video, wo ich Singapur First Class fliege, das heißt die beste First Class der Welt und natürlich ist sie es auch irgendwo, aber ich weiß auch hier, dass das Essen ja safe auch wieder gut wird. Man muss halt ganz klar sagen, wenn man Residence fliegt... Perfekt, dann geht die Kamera kaputt. Was ich sagen wollte, wenn man Residence fliegt, dann muss man natürlich sagen, das ist schon top, top, top. Mehr geht nicht. Also da muss ich das revidieren und sagen, das ist die beste First Class. Wenn man dann jetzt hier nur die normale First Class fliegt, würde ich sagen, die Singapore Suites sind besser. Aber das hier ist unschlagbar, oder? Machen wir auch direkt mal einen kurzen Liegetest. Ich komme nicht klar. Es ist halt wirklich wie so ein Hotelbett, ne? Eieiei. Mir fehlen die Worte. Hier hat man dann natürlich auch nochmal einen Bildschirm. Also 2 Bildschirme auf einem Flugzeugplatz. Ja, warum nicht? Ich bin mir sicher, hier werden wir gut schlafen. Aber so viel Schlaf werde ich hier gar nicht bekommen. Wenn mir hier irgendein besonderer Knopf oder so noch auffällt, dann werde ich euch das natürlich noch berichten. Jetzt passt mal auf, hier zwischen ist jetzt das Badezimmer. Das ist jetzt hier ein bisschen eng auf dem Gang. So eine Frechheit aber auch, ne? Warum ist das hier so eng im Flugzeug? Aua. Ich muss eher mal kurz pinkeln. Also, oh, jetzt geht hier sogar das Licht an. Einfach ein eigenes Badezimmer. Ich fühle mich schlecht, das allein schon zu sagen. Ein eigenes Badezimmer im Flugzeug. Also vor 2 Jahren wusste ich noch nicht mal, dass sowas existiert und dass ich sowas jemals mit meinen eigenen Augen sehen werde. Also das ist der absolute Wahnsinn. So, das Badezimmer ist aber recht identisch zu dem Badezimmer, das ich euch schon abgefilmt habe, als wir hingeflogen sind, ne? Also gleich designt. Hier ein bisschen Seife, ein bisschen Creme, Waschbecken, hier ein paar Tücher. Aber jetzt ist natürlich nicht so, dass 6 weitere Personen das noch nutzen, sondern das gehört nur zu diesem Sitz. Ja, und dann haben wir hier jetzt noch die Dusche. Da werde ich gleich auch dann schön duschen, bevor ich schlafen gehe. Ich glaube, das meiste haben wir, ne? Jetzt muss ich erstmal ganz dringend pinkeln. Ich muss jetzt hier wirklich mal raus aus meinem schwitzigen Oberteil. Das habe ich schon so lange an. Und hier haben wir jetzt auch wieder das Amenity Kit. War das von Armani? Das gab es ja auf dem Hinflug schon, da habe ich euch das gezeigt. Genauso wie auch die Sitze, wie man die einstellt und so. Das habe ich ja alles im Hinflug so ein bisschen gemacht. Deswegen würde ich sagen, also hier kannst du halt alles verstellen. Da werde ich jetzt in diesem Video gar nicht so genau drauf eingehen. Gleich noch einmal kurz, was es hier so für Staumöglichkeiten gibt. Aber alles Weitere ist dann eigentlich auch irgendwie wieder selbsterklärend. Ne, hast hier einmal Einstellungsmöglichkeiten auf der Seite. Dann hast du da hinten noch ein Touchpad. Hier hast du auch noch ein Touchpad. Da hinten hast du auch noch ein Touchpad. 3 Touchpads. Yo, Giorgio Armani Schlafanzug. Warte mal, auf dem Hinflug hatte ich doch keinen Armani Schlafanzug. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wie geil. Oh, das ist natürlich schon nett, ne? Ziehen wir uns mal kurz um. Boah, ist der angenehm. Alter, das ist wirklich ein toller Schlafanzug. Aber hier ist das Gleiche drin, ne? Ich habe einen richtig coolen Plan. Und zwar, ich bin ja ein großer Fußballfan, Dortmund-Fan. Und jetzt gleich ist nach europäischer Zeit 21 Uhr Champions League Anpfiff, Dortmund spielt. Und wenn ich Glück habe, kann ich hier das Spiel gucken. Und mir hat ein Zuschauer auf Instagram geschrieben, dass er auch auf diesem Flug ist. Und ich dachte mir, das muss ich safe machen, wenn mir mal jemand schreibt, so ey, ich bin auf dem gleichen Flug, muss ich den eigentlich mal auf einen Drink einladen. Und das Coole ist, der ist sogar Dortmund-Fan. Und ich versuche jetzt hier Champions League anzuschmeißen und dann schön mit dem hier gleich ein Bierchen zu trinken. Wobei ich den auch erstmal finden muss im Flieger. Wird schon klappen. Genau, und hier haben wir dann Stauraum, das kann man alles hochklappen. Hier habe ich schon meine Schuhe reingeräumt. Da kannst du alles Mögliche verstauen. Meinen Koffer haben sie unters Bett gerollt. Also ich habe hier Platz für eine ganze Fußballmannschaft. Eigentlich sollte es dann losgehen mit dem Service, also dem Essen. Leider hatten wir starke Turbulenzen. Ich konnte mich dann aber zum Glück auch auf dem Bett anschnallen. Hab sogar kurz geschlafen und als ich erwacht bin, war mein Tischlein schon gedeckt. Im Nebenraum halt. Hinter dem Badezimmer da. Musste ich erstmal hinlaufen. Did you have a good rest? Sure. This one, please. Ich habe gerade tatsächlich schon so 20 Minuten da auf dem Bettchen geschlafen. Wir hatten halt Turbulenzen und ja, was willst du sonst machen? Deswegen gab es keinen Service und da muss ich natürlich das Bett nutzen, ne? Kaviar geht los. Ich mache das Essen hier jetzt im Schnelldurchlauf. Werde euch das schön mit Voice-Over einsprechen, weil wir hatten das ja schon ausführlich im ersten Video und das Essen ist relativ ähnlich heute. Deswegen macht es nicht so Sinn, aber ich nehme es natürlich trotzdem mit. Guten Appetit hier wie spät haben wir? 1 Uhr, 1:30 Uhr. Huiuiui. Wenn ihr das Essen ein bisschen detaillierter sehen wollt, dann schaut euch gern mein letztes Etihad-Video
an. Dort bin ich First Class geflogen, halt nicht The Residence. Das war auch schon sehr, sehr gut. Und da bin ich ein bisschen mehr drauf eingegangen. Hier seht ihr jetzt das Menü in der Residence. Leute, die normal First Class fliegen, haben aber das gleiche Menü. Also das unterscheidet sich nicht mehr. Für mich ging es los natürlich wie immer mit dem Kaviar. Dazu dann die Arabic Mess und ein bisschen Lachs. Das wurde mir empfohlen. Das war dann schon sehr fischig alles, aber sehr lecker. Das Essen generell bei Etihad war richtig gut. Nur auf dem Flug von Abu Dhabi nach München war es nicht so gut. Darum geht es hier aber nicht. Als Hauptgang habe ich mich für die Hühnchenbrust entschieden. Bisschen Gemüse dazu und das Kartoffelgratin wurde mir empfohlen. Das habe ich bestellt. Das war okay. Man kann ja alles bestellen, wie, wann und wo man möchte. Mir hat es dann aber gereicht. Den Nachtisch habe ich auf später verschoben und habe mich dann erstmal auf die Suche nach dem Lennart gemacht. So, Prost, hier haben wir den Lennart, ne? Cheers. Cheers, nur der BVB, oder? So ist es. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ein Bier geht doch noch. Beste Leben. So, einmal kurz fresh machen im Flugzeug. Braucht man natürlich nicht, aber es gibt natürlich immer so einen kleinen Kick. Da haben wir das auch einmal abgehakt. Duschen an Bord von Etihad. Und dann geht's gleich erstmal schön ein bisschen schlafen. So Leute, moin, beziehungsweise Nacht, fertig geduscht, das war super angenehm. Wir fliegen jetzt noch 3 Stunden, ich versuche noch 2 Stunden die Augen zuzumachen. Ich hoffe, in Abu Dhabi am Flughafen bekomme ich dann auch noch irgendeinen Platz, wo ich schlafen kann. Keine Ahnung, ich bin todmüde. Das hier sind noch die Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja, da habe ich schon mal bessere gesehen. Bin auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Wie der Schließmechanismus der Dusche. Champions League kann ich leider knicken, das übertragen sie hier nicht, komischerweise. Im Internet stand, dass das eigentlich gehen müsste, aber ja, geht leider nicht. Wow, die Decke wird sogar angestrahlt. Ich glaube, ich spinne. Ich habe jetzt auch hier den Pyjama ganz an und wünsche euch eine gute Nacht. Für gut 2 Stunden habe ich dann die Augen zu bekommen. Eins kann ich euch sagen, es ist natürlich sehr, sehr bequem, aber man schläft nirgendwo so gut wie am Boden. Ist zumindest bei mir so. Dann stand da plötzlich mein Nachtisch. Kurz nach dem Aufstehen erstmal einen schönen Chocolate Cake und dann hieß es Anflug auf Abu Dhabi. So Leute, wir sind gelandet. Ich glaube, ich werde jetzt hier abgeholt und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was hier jetzt passiert. Mal gucken. Und Rainer, wie war der Flug? Wunderbar. Zwar nicht Residenz, aber für mich war es hier auch gut. Sehr schön. So, jetzt geht's los hier. Und natürlich wurde ich wieder eingesammelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen skeptisch, ob ich die First Class Lounge tatsächlich zu sehen bekomme, weil mein nächster Flug nach München eben kein First Class Flug mehr war. Aber das wäre ja auch ein Witz, wenn die mich Residence-Passagier dann da nicht reingelassen hätten. Da hätte ich einen Aufstand gemacht. Erstmal noch 4 Stunden Schlaf nachgeholt auf irgendeinem Sessel da. Und jetzt mal eben frisch machen. Dort ist mal ein ganz cooles Badezimmer hier, würde ich sagen. Toilette, hier auch dieses Etihad-Muster, ne? Oder? So ein bisschen wie bei den Flugzeugen. Und hier dann eine riesige Dusche. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Und dann gibt es erstmal Frühstück, ne? Ich habe jetzt hier Platz genommen. Hier gibt es einen ziemlich großen Essbereich. Ich zeige euch das gleich nochmal im Schnelldurchlauf. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Und wir schauen mal, was es wird. Habe jetzt gerade bestellt. Cappuccino und einen O-Saft. Jetzt gleich kommt noch ein Ex-Benedict, kann man ja auch mal wieder essen. Und so sieht es dann aus, da kann man ein bisschen aufs Rollfeld schauen. Ja, aber es ist wirklich eine sehr, sehr feine Lounge hier, also auf jeden Fall deutlich besser als Emirates oder sowas. Gefällt mir richtig gut. So, das sieht auch ganz gut aus. Guten Appetit. Und damit, Leute, Touchdown Abu Dhabi. Ich befinde mich hier schon seit mittlerweile 6-7 Stunden in der Etihad First Class Lounge. Hier war ich noch nie zuvor. Muss sagen, wirklich cool. Ich habe hier auch schon 5 Stunden geschlafen. Allerdings hier auf diesem Sessel. Weil ein Zimmer haben sie für mich hier nicht frei gehabt. Die meinten, da ich nur angekommen bin und nicht von hier losfliege,
gibt es kein Zimmer oder ist halt keins mehr frei. Naja gut, ist nicht so schlimm, bin jetzt trotzdem wieder fit. Ich habe schon gerade hier schön geduscht, wirklich eine tolle Dusche. Tolles Badezimmer. Ich gebe euch sofort nochmal eine kleine Tour hiervon. Dann habe ich auch schon gefrühstückt, einen leckeren Cappuccino getrunken, bisschen Eggs Benedict. Habe jetzt noch 3 Stunden, dann ist Boarding für meinen Flug nach München. Eine lustige Sache ist noch passiert, erzähle ich euch sofort. Wir machen einmal kurz hier die Tour von der First Class Lounge, damit ich das auch einmal mit drin habe. Und dann mache ich auch das Fazit zum Flug. Kurze, schnelle Tour hier einmal durch die Lounge. Wir sind hier gerade ganz hinten. Und ja, das hier sind dann so ein paar schön eingerichtete Sitzmöglichkeiten. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Das hier ist mein Platz, wo ich jetzt gerade auch das Ende vom Video aufnehme. Wirklich eine schöne Lounge, muss ich wirklich sagen. Wenn ich jetzt an Emirates denke, da ist das ja alles super kühl und einfach nicht so einladend. Nur der Ausblick aufs Rollfeld könnte hier ein bisschen besser sein, ne? So, dann geht's hier hinten weiter. Hier kannst du auch noch ein bisschen liegen. Ich hätte auch gerne hier auf dem Sofa eigentlich geschlafen. Hätte ich auch machen können, nur ich dachte, vielleicht kommen hier noch Leute hin und dann willst du ja auch nicht hier liegen und pennen. Hier gibt es dann ein paar Möglichkeiten, was zu essen, was zu trinken. Hier ist auch wirklich niemand da, ne? Hier saß ich eben, habe ein bisschen was gefrühstückt. Ja, ein paar Kunstwerke. Hallo. Also wirklich super, super schön. Wie ein schönes Hotel, ne? Ist auch echt kein Mensch hier. Also ich glaube, hier sind 4 Leute in der Lounge. Keine Ahnung warum. Hinter mir war dann noch das Buffet für Mittagessen. Das fängt jetzt gleich an. Werde ich mir auch noch lecker was zu essen bestellen. Und hier kann man es dann aushalten und ein bisschen rausgucken. Nicht viel los am Flughafen, ne? Hier hinten steht ein anderer A380. Im Residence-Tarif ist eine Massage enthalten. Kostenlos, allerdings nur 15 Minuten. Check ich nicht so ganz. Wenn sie jetzt eine halbe Stunde machen würden, würde ich sagen, ja komm, das mache ich. Also sich jetzt für 15 Minuten dann massieren zu lassen, das lohnt sich doch kaum. Habe in Thailand jetzt 20 Mal Massage gemacht, da wirst du dann schön eine Stunde durchgeknetet. Komisches Angebot, ne? Natürlich trotzdem nett, besser als nix, aber könnte man auch eine halbe Stunde wenigstens rausmachen. Coole Sache eben vorweg, ich bin ja hier gelandet, dann bin ich ausgestiegen und habe mich unterwegs auch mit einem Herrn unterhalten, der halt auch mitgeflogen ist, während ich dann hier in die Lounge gebracht wurde und er so halt auf Englisch. Und wie hat dir die Residence gefallen? Ich so, ja, war ganz geil. Auf jeden Fall so eine Once-in-a-Lifetime-Experience habe ich jetzt einmal gemacht. Brauche ich aber auch nie wieder. Und er so, ja, cool. Die habe ich gebaut. Und ich so, okay, was will der jetzt? Der hat die gebaut. Und dann er so, I was the CEO of Etihad when we published it. Und tatsächlich, James Hogan war 11 Jahre lang CEO und Präsident von Etihad und der hat mir ein bisschen was erzählt. War mega geil. Ich hätte das natürlich auch gerne mit ins Video genommen, aber ich habe mich nicht getraut und ich war auch so müde, konnte mich auch nicht mehr wirklich konzentrieren. Trotzdem war es eine coole Erfahrung, genauso wie der Flug. Man muss natürlich sagen, ja, wenn da alles funktioniert, wie es in meinem Fall jetzt eigentlich der Fall war, Essen war super, Service war super, dann ist das irgendwo schon auf jeden Fall die beste First Class der Welt, wenn man dann halt Residence fliegt. Ich muss allerdings auch sagen, ich finde auf den Strecken jetzt nur nach Paris oder London macht die eigentlich keinen Sinn, weil du bist zu kurz im Flieger, um das zu genießen, um da wirklich zu schlafen. Ich meine, wenn man auch was essen will, ich habe 2 Stunden geschlafen, so richtig genießen konnte ich es nicht, sag ich mal, dafür war der Flug einfach zu kurz. New York, die Strecke gibt es halt leider nicht mehr, hin und wieder fliegen die jetzt damit wohl nach Toronto, naja, wie auch immer. Und ich muss auch wirklich sagen, das war jetzt natürlich bei mir extrem, weil ich The Residence geflogen bin, aber auch als normaler First-Class-Passagier hast du einen extrem guten Service. Es wird sich so gut um dich gekümmert. Ich bin ja angekommen in Singapur, das ist ja gar nicht mal jetzt der Heimatflughafen von Etihad und direkt kamen Leute, die mich halt quasi in Empfang genommen haben. Und das habe ich so in diesem Ausmaß bei noch keiner Airline und keiner First Class erlebt. Das war schon zu viel einfach. Also ich wurde die ganze Zeit irgendwo hingebracht, begleitet, ging mir sogar irgendwann dann auch ein bisschen auf den Zeiger. Aber du musst dich halt um wirklich nichts kümmern. Ich musste nicht mal meine Passkontrolle selber machen. Haben wir das jetzt auch geklärt? Residence ist für mich die beste First Class der Welt. Ich glaube, da kommt nichts mehr drüber. Auch wenn Singapur natürlich auch der absolute Hammer ist und viele andere Airlines auch. Ich freue mich jetzt sehr auf zu Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn ich während des Videos ziemlich müde war, muss ich gestehen. Ich denke, es ist trotzdem cool geworden am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal und wir sehen uns bald wieder. Haut rein.